Liebe Fische, herzlich willkommen zu eurem September-Taroskop. Schauen wir uns hier an, wie sich der September gestalten möchte. Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Die ersten 2 Karten kamen schon. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Die Fische im September. Zeitqualität, Zeitreisen. Not. Du nimmst Not wahr. Es ist die Not anderer Menschen, deiner Mitmenschen. Wo es aber zu erkennen gilt, dass es nicht deine Not ist, denn du definierst dich darüber. Es ist die Not anderer Menschen. Es ist, sie sagen, qualitativ ein günstiger Zeitpunkt, um drastische Veränderungen vorzunehmen, so nach dem Motto, jetzt oder nie. Volle Fahrt voraus, du drückst aufs Gaspedal, im übertragenen Sinne nicht beim Auto, sondern es ist wie eine Zeitschleuder. Du hast im September ein Thema mit der Zeit. Sie sagen, der Zeitpunkt ist der günstigste. Du überspringst Zeit. Es ist, als würdest du nach vorne gepusht werden. Das Wichtigste für dich im September, lieber Fisch, ist, dass du das, was du, sie sagen, aufnimmst, wahrnimmst, erspürst, dass du dich damit nicht definierst. Ganz wichtig. Als Beispiel, damit du verstehst, was gemeint ist. Wenn man sagt, zum Beispiel, ja, was ist denn mit mir verkehrt? Dann ist nicht, dass mit dir etwas verkehrt ist, sondern du nimmst das Verkehrte im Umfeld wahr. So. Du hast ganze 5 Themenkarten. Die Zeit für dich ein großes Rätsel im September. Du beschäftigst dich mit der Zeit. Ein Thema bezogen auf bei jedem verschieden präsentiert sich dir wieder und wieder und wieder. Dieses Thema hat mit Licht zu tun, Lichtquellen. Zeitquellen kommt wieder, mit Augen, mit Gliedmaßen, Händen und mit Schlangenhaut zu tun, was auch immer das für dich bedeuten möchte. Es geht bei der Schlangenhaut darum, diese abzulegen, dich zu häuten, das Alte zurückzulassen, das Alte im energetischen Sinne. Es gibt noch etwas, worüber du dich definierst, das ist aber weit überholt, lass es zurück. Das Neue. Vögel, die an irgendwelchen Früchten picken, am Baume hängend. Gott sagt dir, deine Nahrungsquelle ist garantiert, sei im Vertrauen dessen, dass alles
zu deinem höchsten Wohle geschieht. Du blickst hinter die Kulissen von einem Menschen, einem ganz bestimmten Menschen, gut möglich im Feuerzeichen, muss aber nicht sein, insbesondere von einem Löwen. Du kannst mit geschlossenen Augen, also im Sinne erspüren, was nicht richtig läuft. Du wirst einen, nennen wir ihn, komischen Moment haben, in dem du die Rolle tauscht, eventuell eine Astralreise machst, plötzlich Gefühle, Wahrnehmungen eines anderen Menschen so stark spürst, dass du dir eben denkst, was ist verkehrt mit mir? Was nicht bedeutet, es ist verkehrt mit dem anderen, sondern das Neue. Im Fingerschnippen bist du der andere. Vorsicht! Vorsicht, denn damit muss umgegangen werden. Es sollte erlernt werden. Dein Raum, wo du bist, ist Tempel. Dein Raum, wo du bist, ist das Mekka für viele, viele, viele Seelenlichter. Im physischen Sinne wie im feinstofflichen Sinne. Du, lieber Fisch, im September bringst Licht in das Dunkel, sofern du dich abgrenzen kannst. Wow! Es benötigt von dir das, was von dir im September wohlüberlegtes Wort jetzt abverlangt wird. Bedingt von dir ab, dass du total in dir zentriert bist. Durch deine Energie, durch deine Gebete wird Licht und Antwort in dunkle Räume der Fragen gebracht. Du bekommst sehr viel Aufmerksamkeit. Doch diese Aufmerksamkeit möchtest du nicht sehen, nicht annehmen, musst du auch nicht. Augen für dich ausschlaggebend, Masken. Du blickst dahinter, wer eine Maske trägt. Es geht darum. Sie zeigen mir gerade Szenen von Opfergaben, von einem Kult. Ich
möchte fast schon sagen, von einem Kult, der nicht aus unserer Kultur stammt, auch, denke ich, nicht aus unserer neuen Zeit stammt. Es sind Energien, die kommen, die du aus irgendeinem Grund erkennen sollst. Wende es an, wie es passt. Die Liebenden, deine Hauptenergie, lieber Fisch. Meistens wird als der Seelenpartner gesehen, als die große Liebe. Doch hier, lieber Fisch, alles ist möglich. Um Gottes Willen, du kannst selbstverständlich den perfekt zu dir passenden Menschen treffen, finden im September. Doch hier geht es um ganz was anderes. Der September möchte, dass du 100%ig zu dir selbst committest, in dir selbst zentriert bleibst. Denn du hast für viele die Antwort. Nur du allein kannst deinen Kelch füllen und achte auf das, was du siehst, im physischen wie im feinstofflichen. Die Pyramiden, für dich ausschlaggebend, im Zentrum, zwischen der obersten Spitze und der untersten Spitze, die Weisheit, das Licht, verbinde dich. Das ist wichtig. Ein Zwilling, lasse dich nicht abhalten. Der September beginnt für dich mit einem wunderbaren Gefühl der Zugehörigkeit. Der September beginnt für dich mit der Ausgleichung, mit der Balance zwischen Körper, Geist und Seele. Der September wird dich lehren, noch mehr die Spreu vom Weizen zu trennen, wird dich lehren, klar zu sehen, klar zu kommunizieren und bringt dir die Gelegenheit aufs Neue. Das Neue, was ist das? Sie möchten, dass du endlich siehst und den Kopf nicht mehr in den Sand steckst. Das Materielle, was auf dich zukommt, wohlverdient. Wir machen weiter im Extended, lieber Fisch, gehen weiter ins Detail mit dem Tarot. Wer interagiert noch mit dir? Wer ist wichtig? Was ist ausschlaggebend? Ich warte dort auf dich. Bis gleich. Ciao.